Hey Babbits, it's Trixie and I believe a horse is kicking me. This is another video about the German language in which I will pull funny German sayings through the Cocoa drink. If you have no clue what I just said, I guess you'll have to watch the video because ich glaube, mich tritt ein Pferd and etwas durch den Kakao ziehen are 2 of 20 German sayings that I will present to you in this video. Yes, you have heard right. 20 German sayings that are waiting for you. Have fun! So let's start with Ich glaub, mich tritt ein Pferd, which translates to I believe a horse is kicking me. And we Germans use it to say that we're really surprised about something mostly negative going on. Schatz, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich verlasse dich und ich heirate den Horst. Den Horst? Den alten Arschhablitscher? Ich glaub, mich tritt ein Pferd. Sometimes also Germans get into scary situations, and if you want to encourage somebody or, well, advise him to not be as scaredy pants, you can say sei kein Frosch, which means don't be a frog. Renate, du bist doch sonst auch vom 5-Meter-Brett gesprungen, jetzt mach schon. Ja, schon, aber sonst war da immer Wasser im Pool. Meinst du, dass das schlimm ist, dass der jetzt trocken ist? Nein, das ist dasselbe. Jetzt spring, sei kein Frosch. If you want to carefully imply that somebody is too stupid to see something really obvious, you can say, hast du Tomaten auf den Augen? Which means, do you have tomatoes on your eyes? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman. Hast du Tomaten auf den Augen? Das ist ein Vogel. Something really similar would be, hast du ein Brett vorm Kopf? Which means, do you have a wooden plank in front of your head? It also implies that you're not seeing something really obvious that everyone else has noticed by now. 9 mal 9, da ist 36, ne? Ey, nee, hast du ein Brett vorm Kopf? Das ist 104. If you are really, really tired of the company of somebody, you can tell him, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst, which means, go where the pepper grows. Manfred, ich sag das jetzt einmal. Ein einziges Mal. Geh hin, wo der Pfeffer wächst und komm hier nie wieder her. Ich hab so die Schnauze voll von dir, Manfred. So. Sometimes people take very long to actually tell you what they want you to tell. They talk and talk and talk because they're like afraid of telling you the truth. But at some point you notice, that's what we're talking about. And if this happens to you with a German, you could say, da liegt der Hase im Pfeffer. There lies the rabbit in the pepper. Yes, pepper again. We Germans love pepper. Du, ich habe gestern einen Frosch gerettet. Der saß da so am Teich rum und da wäre fast einer draufgetreten. Habe ich den genommen und den Teich gesetzt. Und weißt du, was noch grün ist, so wie Frösche? Das ist das Kleid von deiner Freundin Elvira. Und apropos Elvira, ich finde die gut. Und gestern haben Elvira und ich Frösche, Kleider, du hast mit meiner Freundin geschlafen, da liegt der Hase im Pfeffer. Warte. Another really similar expression would be, ach, da ist des Pudels Kern, which means, there is the poodle's core. We have all been in this situation. You are just so tired of somebody because he did something really stupid, you're just annoyed and you want to tell him, piss off. In German, if you want to wrap this into something funny, you can say, you know what, back dir ein Eis. Which means, you know what, bake yourself an ice cream. Boah, Gundula, das ist ja ein hübsches Kleid, das ist ja ein Traum. Die Jenny, die hat dasselbe, nur bei der sieht das gut aus. Weißt du was? Back dir ein Eis.
In case that you want to say in a funny fashion that a woman is pregnant, you can say, sie hat einen Braten in der Röhre, which translates to, she has a roast in the oven. Oh, ich bin so verliebt. Alle haben immer gesagt, Eugene, das wird schwer mit dir und einer Freundin. Aber jetzt mit 41 habe ich endlich meine erste. Gut, sie ist ein bisschen dick, aber das finde ich nicht schlimm. Ich bin nicht so der Mann mit Äußerlichkeitspimmel. Guck mal, Angela, das ist sie. Eugene? Ich glaube, die ist gar nicht dick. Die hat einen Braten in der Röhre. Oh, echt? Du meinst, kochen kann die auch noch? There are moments in your life where people try to trick you, but sometimes you notice that and you could say, bind mir doch keinen Bären auf, which means, don't tie a bear onto me. Es ist alles okay. Das ist keine Katzenallergie. Mir geht's gut. Natascha, bind mir doch keinen Bären auf. Sometimes you have important information that you want to squeeze into somebody else's conversation. You can then ask, darf ich meinen Senf dazugeben? Can I give you my mustard to that? Boah, ja, genau. Und jetzt habe ich mein ganzes Wochenende verschwendet, nur wegen dem. Entschuldigung, wenn ich da mal meinen Senf dazugeben dürfte. Es heißt seinetwegen, nicht wegen ihm. Sorry Sabrina, ich rufe dich gleich zurück. Hier ist gerade so ein Assi. I bet that you also know these moments where you try to figure something out, like difficult math homework or a riddle in a newspaper, but you reach a point where you just have to give up. In this case, you can use the German saying, ich bin am Ende mit meinem Latein, which means I reached the end of my Latin. Sehr gut. Ich konnte den Fremdkörper... Warte, da ist ja... Was ist das denn? Ein Kaninchen. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Something kinda similar would be die Flinte ins Korn werfen, which would mean to throw the musket into the cornfield. And it also means that you simply give up. Back to people that really suck balls. Another way to tell a person to simply vanish would be to say zieh Leine, which means pull the leash. Hallo Süße. Sind deine Eltern eigentlich Terroristen? Du bist nämlich scharf wie eine Bombe. Ach echt? Und sind deine Eltern Instrumente? Du bist nämlich eine Arschgeige. Und jetzt zieh Leine. There can be situations in which you don't understand anything. For example, if you listen to somebody in another language that you don't speak, in this case you can say, ich verstehe nur Bahnhof, which translates to, I don't understand nothing but train station. Train station. Train station. Train station. Train station. Train station. Sorry, ich verstehe nur Bahnhof. Bahnhof, ja, richtig. Bahnhof. Or you could say, sorry Eric, ich verstehe nur Spanisch, which means I understand nothing but Spanish. Cuando Trixie se ríe, suena como si un caballo se estuviera muriendo. Ah, y los pies le huelen a queso. Sí. Ich verstehe nur Spanisch. It often happens that people are super annoying. If you want to tell that to somebody, you can say, geh mir nicht auf die Nüsse, which means don't go onto my nuts. And it's of course not referring to nuts, but
Imagine that something really embarrassing or surprising but mostly negative happened. Then you could say, ach du grüne Neune, which means, gee, you're green number 9. Mama, ich hab jetzt einen Freund, den Kevin, und der Kevin und ich hatten auch schon Sex. Aber keine Sorge, wir haben dabei Kopfstand gemacht, du wirst also nicht Oma. Ach du grüne Neune. If you make fun of something, you can say etwas durch den Kakao ziehen, which I already used in the intro of this video. It means to pull something through the cocoa drink. I have recently heard a really weird rumor. Somebody told me that there can be crazy people on the internet. I have never witnessed that myself, but in case you encounter one of these persons, you can say, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. This means you don't have all your cups in your cupboard. And it implies you are a little bit special. Honigbärchen, kannst du mal bitte die Spülmaschine anmachen? Na klar, Schatz. Hallo, Spülmaschine. Ich habe dich schon eine ganze Weile beobachtet. Wie du immer alles sauber machst, bist sehr reinlich offensichtlich. Und diese schöne, glänzende weiße Farbe zum Verlieben. Hättest du vielleicht Lust mit mir, also wir, zwei beide, dass wir mal was trinken gehen? So ganz unter uns? Dann kannst du mir mal deinen Schnellwaschgang zeigen. Den mit Schaum. Schatz, hast du noch alle Tassen im Schrank? Oh, Spülmaschine. Ich reich die Scheidung ein. Time passes so quickly. These have been 20 more funny German sayings and I hope you had fun with this video. If you want to see the first episode that I did, you can click on this link. And apart from that, I wish you a wonderful day and see you in the next video. Bye! Tschüssi, auch vom Eugene. You're next.